I also published this bulla from a different collection in Bar Magazine, also I think in 2001 or something. And I saw, once I published the first bulla, everybody who had bulla come to me to show me what they have. Ja, genau. Also nachdem er diese erste Bulla publiziert hat, kamen auf einmal immer mehr Leute zu ihm, die Bulla in ihren Sammlungen hatten, um ihm zu zeigen, was sie da so haben. Now, after checking what kind of bulla the Hezekiah had, we found out that there are 3 different bulla of Hiskiah. Also nachdem untersucht wurde, welche Arten von Bulle Hiskia hatte, also welche Arten von Siegeln, mit denen er die Bulle gesiegelt hat, hat man herausgefunden, dass er 3 verschiedene Typen hat, die hier rechts abgebildet sind. One is with an emblem of the sun, winged sun, and 2 with winged scarabäus. Also eine ist wieder mit der geflügelten Sonne hier etwas besser zu sehen als eben. Und 2 sind mit dem geflügelten Skarabäus, hier allerdings nur mit 2 Flügeln. Again, this reminds us what kind of emblems we have on the jar handles. Das erinnert uns also auf die Symbole, die wir auf den Griffen der Krüge auch gefunden haben. This is evidence, hard evidence, that Hezekiah, king of Judah, was live and walking. Also das ist eine starke Beweisführung, dass Hiskia tatsächlich gelebt hat und dass er auch aktiv war und gearbeitet hat und gesiedelt hat. So we have 2 bulla with the scarabäus, but they are different. There are 2 different seals. You can see here you have 1 line, here you have 2 lines. Also the wings are with more lines and here less lines. Also die beiden Siegel sehen extrem ähnlich aus, sind aber tatsächlich unterschiedlich. Man sieht es vor allem daran, dass auf den Flügeln der Skarabäen auf der unteren Bulla nur jeweils ein Strich vorhanden ist, wo auf der oberen rechten Bulla 2 Striche vorhanden sind, also ganz klar unterschiedliche Siegel. So we have here Egyptian iconography. Both are Egyptian iconography because this one has also 2 signs of Ankh, the key of life, the Egyptian key of life. In diesem Fall haben wir also ausschließlich ägyptische Ikonografie. Auch bei der Sonne ist das der Fall, die ja auch assyrisch sein könnte, da rechts und links von der Sonne jeweils das Ankh-Zeichen, das Zeichen für Leben aus Ägypten ist, also als Hieroglyphe abgebildet. Also here you can see some fingerprints. Auch hier sind Fingerabdrücke zu sehen. So we have the fingerprints of Hiskiah also. Also haben wir auch von Hiskia die Fingerabdrücke. Since I saw the first one, they all the time come to me and show me stuff. So those I also published in an article. And then I saw everything which was in the collections. You can see here all our seal impressions of Hiskiah, king of Yehuda, and this one here, it's Ahaz. As you can see, I wrote down exactly the collection in which they are preserved. Those are from the market, which are in collection, I don't know where. And this is Musayev collection, the biggest collection, the Kaufman collection, Sasson collection. This one is a very interesting story. This was published in 1987 by Professor Nachman Avigat from Jerusalem Hebrew University. In his book, we will see the book, but he didn't know that it's Hezekiah the king.
because it was damaged. You don't see nothing here. And he thought it's Niyahu. The kuf here, instead of Kiyahu, he read Niyahu. Only after I found the first Hiskiyahu Bula, I could correct his reading. Sorry, who was it? Nachman Avigad. Okay, hier sieht man die verschiedenen Siegel, die Bulle, die er über die Zeit aus diesen Sammlungen gezeigt bekommen hat. Unten drunter stehen die Namen der Sammlungen, soweit sie ihm bekannt sind. Musayev ist darunter die größte Sammlung. Und ein Beispiel oben links zeigt, das wurde von Nachman Avigad publiziert. Und er hat unten eben nur Reste von Buchstaben gefunden und hat die gelesen als Niyahu, also mit einem Nun am Anfang, einem N. Und das Siegel ist aber exakt dasselbe wie die anderen Hiskia-Siegel von den Resten, die erhalten sind. Und durch die vollständigeren Siegelabdrücke konnte Robert Deutsch nachweisen, dass es sich um ein Kuf handelt von Hiskiyahu, von dem Namen Hiskias. Now, all those seal impressions, Bulle, are without provenance. Also alle diese Bulle sind ohne Herkunft, sie sind nicht aus kontrollierten Grabungen. Man weiß nicht, wo sie They were not found in excavations. Because of that, many of the scholars in our field were very skeptical about the authenticity, about where they come from, and so on. Also alles, was irgendwie vom Schwarzmarkt ist oder aus Sammlungen, wo die Herkunft nicht so richtig bekannt ist, wird sehr häufig ignoriert oder sehr kritisch untersucht und man geht häufig davon aus, dass es vielleicht gar nicht authentisch ist, dass es gefälscht ist. Und deswegen waren viele Wissenschaftler da sehr vorsichtig in Bezug auf all diese Siegelabdrücke, die hier publiziert wurden. I checked under microscope each item before I publish it. I even found 2 pieces which was fired in a destruction, and I sent them to check thermoluminescence for the age, and they were proved as authentic. Er hat also all diese Siegelabdrücke unter dem Mikroskop genauestens untersucht und 2 Siegel, die durch einen Brand zerstört worden waren, hat er eingeschickt ins Labor und sie wurden dann untersucht, ihr Alter wurde untersucht und es wurde belegt, dass sie authentisch sind. There is no any doubt they are all authentic, and I published till today something like 1,500 seal impressions and about 600, 700 seals. Es gibt keinen Zweifel, dass diese Siegelabdrücke authentisch sind und Robert Deutsch hat 1500 Bulle, also Siegelabdrücke, inzwischen publiziert und um die 600 Siegel als direkte Gegenstände. Still, the scholars in our field, because they don't have the expertise to understand and to see and to differ between a good one and a bad one, they are not using that at all in their science. Also viele Wissenschaftler ignorieren das vollständig. Das liegt unter anderem daran, dass sie nicht die Fähigkeiten haben, zwischen guten und schlechten, zwischen echten und falschen Siegeln zu unterscheiden und deshalb doppelt vorsichtig sind. Und deswegen wird die Arbeit leider vollständig ignoriert im großen Umfang, also bei den meisten Wissenschaftlern. And then in 2012, we had a discovery in Jerusalem. In the city of David excavations, they found the bulla of Hiskiyahu, the king of Judah. And this bulla is made from exactly the same
seal like this and like this and like this and like this and like this. Also man hat in kontrollierten Ausgrabungen 2012 im Archäologischen Park im Ofel südlich des Tempelberges diese Bulle gefunden. Und wie man sehen kann, ist der Abdruck exakt derselbe, ist von demselben Siegel durchgeführt worden, wie die eben angezeigten auf der rechten Seite. It was found by Eilat Mazar in the excavation, and that proves that all the bulla which I published, they are genuine, because all those bullae were found together in a place by Arabs, and the Arabs told me exactly where they found it. It was found in a village called Kila, or in Hebrew, Keila, in Judea. Dieser archäologische Fund mit demselben Siegelabdruck, der von Eilat Mazar, der Chefausgräberin, die inzwischen leider verstorben ist, am Tempelberg und in der Davidstadt, beziehungsweise südlich des Tempelberges, gefunden wurde, beweist jetzt, dass diese anderen Siegelabdrücke authentisch sind, und die Araber, die diese anderen Siegelabdrücke gefunden haben, haben sie alle an einem Ort gefunden und haben ihm auch erzählt, wo, in Kedila, in einer Stadt in Juda. Only after she found the bulla in excavation, then she came to me and asked me to give her some pictures of the other bulla. Also erst nachdem sie diese Bulla, Eilat Mazar, diese Bulla gefunden hat in kontrollierten Ausgrabungen, ist sie zu Robert Deutsch gekommen und hat ihn gebeten, ihr Fotos von den anderen Siegelabdrücken zur Verfügung zu stellen. Jetzt waren die also auf einmal mit einem Schlag wichtig und authentisch. So this is a bulla of Hezekiah, king of Judah, from controlled excavations. Also, if you are talking about unprovenance items, there is no such thing unprovenance. They are provenance, but we don't know from where. There is no unprovenance. Unprovenance doesn't exist. Also dieser Siegelabdruck ist aus kontrollierten Grabungen. Das ist extrem wichtig, weil, wie wir gehört haben, sonst alles auch gerne ignoriert wird. Aber er sagt, es gibt so etwas wie unverortet, ist schwer zu übersetzen, das Wort. So etwas gibt es nicht. Jedes Artefakt hat einen Ort, wo es herkommt. Wir wissen lediglich nicht, wo dieser Ort liegt. Now let's see what we have. We have the Lamelech, belonging to the king, seal impressions on the jar's handles, and we have the bulla with the same iconography. Of course, it's not exactly, but it's the same iconography, the sun with two wings. And we have the other bulla with the scarabaeus, not exact, but the same principle. We have the bulla and the seals, which are called belonging to the king, also the same iconography. Wir haben also diese Bulle und diese Siegelabdrücke in den Griffen der Tontrübe, und die Ikonografie ist praktisch identisch mit wenig Unterschieden im Detail. Und während auf dem Kroghengel nur steht, gehört dem König, ohne den König zu nennen, sind auf den Bulle dann entsprechend ist der Name des Königs auch vermerkt. So this is all the repertoire of the king's bulla and the Lamelech jar handles. Das ist alles, was vorhanden ist an Siegelabdrücken, an unterschiedlichen Siegelabdrücken auf den Henkeln und auf den Bullen. Together with those bulla, there were about 2,500 bullae found in the same place, but I saw only 1,500. Some of them are extremely important, like those. Those I published, I think, in 2000. Here we see some bullae of servants, Eved HaMelech, servants, which is high officials, of Hezekiah. It says on each one the name and Eved, which is the servant of Hezekiah. All here are high officials which are
ministers of Hezekiah with the name of Hezekiah on them. Insgesamt waren es am Anfang 2500 Bulle, die in diesem Hort gefunden wurden. Von denen hat er aber nur 1500 zu Gesicht bekommen. Und unter diesen 1500 sind eine Menge Bulle, die also nicht nur Hiskia zuzuschreiben sind, sondern auch seinen Beamten. Evet Hiskiahu steht dann auf diesem Siegel drauf. Evet ist der Diener wieder. Das waren also besonders hochrangige Beamte, die hier mit Namen erwähnt werden und die ausdrücklich alle, die hier auf dem Bild sind, Hiskia zuzuweisen sind. This bulla here is belonging to Jehoshaphat, son of Hilkiah, the minister of Hiskiah. Why I show that? Because also such a bulla was found in Jerusalem in the excavations, from the same seal. Dieses Siegel in der Mitte gehört Jehosarach, dem Sohn von Hilkiahu, der wiederum der Beamte Hiskias war. More seals of high officials are even earlier in the same hoard. Here we have two extremely important bulla. This one here, it has no name, but it says the commander of the army, which is the servant of Hoshea, the king Hoshea of Israel, in 720 BC. Dieses Siegel rechts trägt keinen Namen des Besitzers, aber dort steht, es gehört dem Kommandeur der Armee, dem Beamten von Hosea, also von dem israelischen König Hosea um 720 vor Christus. Und damit haben wir dann wieder einen König mehr, der belegt ist. That means this is a seal of the office, not private, belonging to the chief of staff. And he is called servant of the king. Das bedeutet, wir haben hier kein Privatsiegel, sondern tatsächlich ein Arbeitssiegel, könnte man sagen, das der Institution gehört. Und hier wird der Kommandeur der Armee, also einer der höchsten Beamten im ganzen Reich, als Diener Hoseas dargestellt. Das zeigt, dass dieser Begriff Diener des Königs eine sehr hohe Beamtenbezeichnung darstellt. This one is also important because this is the servant of Ahaz. And this also. This is Jeremiah, Hamaskir, the recorder. Jeremiah, the recorder, the servant of Ahaz. Also hier haben wir jetzt einen Beamten von Ahaz, dem Vater von Hiskia, und sein Name heißt Jeremia. Und er ist jetzt tatsächlich dieser Sekretär oder Aufzeichner, den wir uns merken sollten, der vorher schon mal erwähnt wurde. These are vivid inscriptions, proofs of the biblical narrative. How can be more than that? Das sind beeindruckende Beweise für die Authentizität des biblischen Berichtes und was kann man noch mehr erwarten? Here we have a very interesting bulla. This one here, this one also, it belongs to Maaseyahu ha-Shofet. It's belonging to Maaseyahu, the judge. Also oben links, das gehört Maaseyahu, dem Richter. Wieder ein hoher Beamter. That one we saw, it was the mayor of Jerusalem. This one also mayor of Jerusalem, Sarhair. This is with known Assyrian iconography. Wir haben hier noch zwei Siegel mit dem Minister der Stadt. Das eine obere haben wir schon gesehen, das untere hat ohne Namen auch die Inschrift, gehört dem Minister der Stadt. Und die Ikonografie auf dem unteren rechten Siegel ist klar assyrisch. And this one here, it's Azariah, who was the keeper of the Masger, the jail. He was over the jail. Also hier haben wir Asayahu,
Und der war der Oberaufseher, sogar der Direktor, Gefängnisdirektor. Ja. So what you see here, not only you have every way to understand that it was a kingdom which had all the officers, even a jail, the staff, the chief of staff, the mayor, and so on and so forth, and the names are written. Dieses Siegel zeigt also, dass zu Hiskias Zeit ein umfassendes administratives System in Funktion war, wo wir also vom Gefängnisaufseher über den Obersten der Stadt und Heerführer und Schreiber und alles belegt haben in diesen Siegeln. Now we jumping to another kind of seal impression, bulle, and those are the fiscal bulle. This is the fiscal bulle in which we have a date, a name, and the father here, but sometimes we have here only the date and the name of a city. Also jetzt kommen wir zu den Fiskalbulle, also die mit Steuer- und Finanzsystem verbunden sind. Und da haben wir den Namen des Besitzers, des Vaters und der Stadt, aber so häufig ist es auch nur der Name des Besitzers und der Stadt. You can see here the date, be, which means in the year. The year is here, and the number is here. You see this one here, it's 10. This one here, it's 9. In the 19th year. Also hier haben wir tatsächlich ein Datum. Das erste B heißt in. Danach diese kryptischen Zeichen lassen sich aus der unteren Linie entziffern. Das ist das 19. Jahr. Die 3 letzten Buchstaben bezeichnen das Jahr. The dating is probably the reign of Hezekiah, but we don't have a proof for it. Also die Datierung gehört vermutlich in die Regierungszeit des Hiskia, aber wir haben keinen Beweis dafür. If you want to study ancient Hebrew, you can take a picture of this. Here we have 2 seal impressions found in excavations. One it says Beit Lechem, and one it says El Teken, 2 cities mentioned in the Bible. And also we have here a date. But the date it's in words. It says Be-Shana. And the Shana, the number is missing. And here it says Beit Lechem. Sorry, is it Be-Shiv'a? Be-Shiv'a. ביום השביעי, או בשנה השביעית, the 7th year. And here you have a bulla which was found in Jerusalem, and it was published as a private seal, but is in fact a seal for fiscal purposes, and it says Melech, La Melech, it's belonging to the king. I published this bulla. They publish it as a personal seal. I publish it again with Gabi Barkai from Tel Aviv, from Jerusalem, as a fiscal bulla with the name of the city El Teken, also found in the Bible. And the identification for the fiscal bulla is that Lamelech is at the end of the inscription. Yeah. Okay, also die beiden Bulle, die eben gezeigt wurden, zeigen auch nochmal eine Datierung im Ort. Und das Kennzeichen für diese Fiskalbullen ist, dass am Ende der Inschrift Lamelech steht, nicht am Anfang wie bei diesen Kuhhenkeln. Und das kennzeichnet eben eine Fiskalbulle. Here you have a very interesting one, because this is a fiscal bulle from Lachish. Also das hier ist besonders interessant, diese Fiskalbulle, weil sie von Lachish kommt. But it's not the first one from Lachish. We have 3 different bulla with the name of Lachish. Also es gibt 3 verschiedene Bulle mit dem Namen von Lachish aus verschiedenen Jahren. From 3 different years. And this is about
We have 3, 6, 9, 12, 13, 16, about 20 bulla here, all fiscal bulla found in the same place. They are probably come from a place where there was a fiscal activity, where people were sending goods to one place in order to fulfill the king's wish to bring in. He had to pay the Assyrians a lot of silver, gold, and other things. So the people brought in goods from the field, wine, olive oil, and so on, in those jars and in sacks, because some of the bullae were put on sacks or in boxes, on boxes. Diese Siegelabdrücke wurden alle an demselben Ort gefunden und es war vermutlich so, dass die Personen, die ihre Steuern und ihre Abgaben an den König zu zahlen hatten, die alle zu einem Zentrum gesandt haben. Der König hatte ja eine Menge an Menschen auch zu versorgen, also häufig ging es dann tatsächlich um Waren wie Wein und Getreide und andere Sachen. Und diese Bullae waren dann auf entsprechenden Krügen, Säcken oder Kisten, die damit versiegelt worden waren. You can see here even fiscal bullae sometimes have iconography. Again, the serpent, the cobra, the Egyptian cobra, and here you have a griffon, which I don't know what they are doing there, but this is what we have. And now, if you put them all together, you have 30 bullae with names of cities which were fiscal cities mentioned in the Bible as the cities which were receiving the goods from all the environments, from the other small towns. You have, this is one. So may I translate first? Yeah. Wir haben jetzt also über 30 verschiedene Bullae-Typen, bei denen wir die gelb markierten Städte auch in der Bibel wiederfinden als Fiskalstädte. Das waren also Städte, die von kleinen Orten die Abgaben eingesammelt haben und dann offensichtlich anhand dieser Bullae nachweisbar zentral zum König gesandt haben. This is one group and this is the second group. Altogether 30 bullae, and all those names are towns which also are found in the Bible. And the question is, the bullae are made after the biblical narrative, or the biblical narrative is made after what happens in the field? Because I know what is in the field, the bullae. The bullae shows me that those cities existed and what was their purpose in this collecting the goods in order to give to the king of Hezekiah to pay the Assyrians. This is the main thing of the fiscal name. Diese Städte werden also in der Bibel und auf den Bullae erwähnt. Und die Frage ist jetzt, wie rum besteht der Zusammenhang? Also bestehen diese Bullae, weil die Städte im biblischen Text beschrieben sind? Oder beschreibt der biblische Text lediglich das, was in der Realität zu finden ist, anhand dieser Bullae? Und Ziel und Zweck dieser Steuereinnahmen der Abgaben war, das zusammenzubekommen, was die Assyrer letztendlich als Abgaben von Hiskia haben wollten. Also die Assyrer stehen ganz am Ende der ganzen Reihe. Hiskia hat es dann auch wieder an die Assyrer weitergeleitet, einen Großteil davon. Now what we have is Lamelech Sochor. We have also the handles and also the bulla of the same city, Sochor. Also wir haben die Siegelabdrücke auf den Krughenkeln von Sochor, wir haben Fiskalbullae und the handles. The private also?
Not private. The handles, Lamelech handles, and the bulle with the same name. Diese zwei verschiedenen Typen auf den Griffen und die Fiskalbullen, die haben wir auch so. Also we have Zif on the handles and on the bulle. Mit Zif ist es exakt die gleiche Sache. Wir haben ja eben diese 4 Städte gehabt am Anfang von den Handles. This is the whole picture, what we have on those four cities, and of course I expect to find also the other 2, Mamshat and Hebron, on Bulle, which were not yet found. Also diese 4 Städte, in denen für die Krughenkel, Lamelech, Siegel belegt sind. Für 2 von denen haben wir auch Fiskalbullen und erwartet, dass für die beiden anderen Städte, Mamshat und Hebron, ebenfalls solche Fiskalbulle irgendwann auftauchen werden. And the last bulla in this group, it's one which has only the name of the date, the Shloshet, in the third year probably, and Lameches, which is custom. Das ist eine etwas andere Inschrift auf dieser Bulle. Hier wird also das Jahr genannt, ohne das Wort Jahr zu erwähnen. Hier steht im 3. Für die Steuer, und das bedeutet, es ist eine steuerliche Abgabe, die im 3. Jahr bezogen wird. So we have a picture of a fantastic administration to collect goods in order for the king, which has to pay 30 talents of gold and 800 talents of silver and so on. It was collected from the people, from all the cities, and they were central cities where all those were brought to. And for all this, they made special seals and seal impression, of course. And it's exactly what is written in the Bible. Exactly. Wir haben also ein umfangreiches administratives System, gerade zum Einzug von Abgaben, um die auch wieder an die Assyrer weiterbezahlen zu können. Dafür wurden sogar extra Siegel erstellt. Wir haben extra Siegelabdrücke davon gefunden. Und das belegt eigentlich genau das, was in der Bibel geschrieben ist. Und zwar ganz genau, wie gut dieser gesamte Verwaltungs- und Beamtenapparat zur Zeit des Kriegers auch funktioniert hat. Und dass er auch dem Zweck gedient hat, den Assyrern das Tribut zu zahlen, von dem die Bibel ja auch berichtet. And just to show you several books which publish those seals, this is from the excavation of the city of David. Also das sind Publikationen zu den Ausgrabungen, in dem Fall die Ausgrabungen in der Davidsstadt. There are 45 bulle, and in the 86, 255, and in 97, there are those which was published, those 2 books. Those are not just from Jerusalem. Yes. Okay, also das sind weitere Publikationen, die aber nicht sich nur auf Jerusalem und die Davidsstadt beziehen. Die kann man auch herunterladen im Internet zum Teil. Ja, You can download it still from the internet, these books. You have for a time, you could download them from academia. No, you cannot download now. You have to buy it. And those 2 books are, which I published, 516 bulle and another 87 seals and 241 bulle. All these from Kaufman collection. And then those 4 books which I published with Professor Helzer from Haifa. And you have other books. In total, up to date, were recorded over 1,500 bulle by me, and about the same number of seals. And by the fact that each of the bulle had a seal, so in fact, you can multiply them. And as I showed, I don't have any more to add anything. I prove the Bible. Thank you very much.
Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich noch mal kurz drüber nachzudenken. Wenn noch Fragen sind, melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel, über das Kontaktformular oder schicken Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf. Wir sind gespannt und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.